A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, VW. Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und hey Freunde, heute recyceln wir ein bisschen. Der Intro-Gag kommt euch vielleicht bekannt vor und das Thema, über das wir reden, heute auch. Beim letzten Mal, und das ist schon fast 2 Jahre her, war es Luan. Heute sprechen wir über Kobi und zwar über den VW Typ 82 Kübelwagen, den ich euch vor 2 Jahren von Sluban vorgestellt habe. Heute von Kobi, denn der fehlt mir noch in meiner TAN-Sammlung. Schaut mal hinter mir, ich möchte euch demnächst mal alle DRK-Fahrzeuge vorstellen. Der fehlt noch und deswegen kommt mit mir auf meinen nicht sandigen Bautisch und dann schauen wir uns den Inhalt von dem Karton einmal genauer an. Ja Freunde, da haben wir das Kobi Set, den VW Typ 82 Kübelwagen aus der World War II Edition, natürlich Historical Collection, das Set 2402 auf meinen Bautisch. Endlich, das Set ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen, möchte ich mal fast behaupten. Also genau genommen ist es 1 Jahr alt. Erkennen wir auch noch am alten Kartondesign. Wir haben hier nicht diese weiße Dreiecksgeschichten, wie wir sie seit neuestem haben. Wir sprechen hier auch über grandiose 195 Steinchen und eine Minifigur. Da sehen wir sie mit Mundschutz und wir sehen hier schöne, viele tanfarbene Steinchen und sogar viele Drucke. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir etwas typisch Kübelwagen, nämlich dass wir die Türen so gegeneinander aufklappen können. Seitlich, wir können hier in die Motorhaube reingucken, die ist ja nun mal hinten, das kennen wir, wurde beim Käfer so beibehalten, der Motor ist hinten. Wir sehen, eine MP40 ist dabei und da haben wir unseren DRK, Deutsches Afrikakorps Soldaten, und die Fakten, die bekommt der gleich von mir und natürlich komplett hergestellt in der EU. Gekauft bei Modbricks für 18 € und hier seht ihr übrigens, das Set ist aus der ersten Serie von 2021, also wirklich etwas älter. Wir schauen jetzt, was hier drin ist, nach einem kleinen Zaubertrick. Ja Freunde, da haben wir den Inhalt des Kartons auf dem Bautisch gehext. Wir schauen aber erst, wann das Set hergestellt wurde. Und zwar am 9.07.2021 um 8:25 und 51 Sekunden in Polen. Die Kobi-Anleitung kommen wir gleich zu. Viel wichtiger ist, wir haben 7 Tüten für die 195 Steinchen und 3 Steine davon, ich nenne es mal so, sind diese Formteile, 2 für die Blätter und einer unten für den Wüstenboden, für unsere Palme, die wir hier sehen. Das ist übrigens meine erste Kobi-Palme und deswegen wollte ich dieses Set unbedingt mal bauen. Ja, schauen wir uns aber jetzt erstmal die Anleitung an. Karton geht an die Seite. Da sehen wir, das Set ist ab 9 Jahren, hat eine traurige Zwiebel. Der Löwe, ganz wichtig, ist Afrika, Captain Planet, ein Mann, der Pfeile schießt und. Und natürlich hier das typische Symbol für gedruckt in der EU. Die Steine kommen aus der EU und gedruckt wird auch in der EU. Also Wertschöpfungskette innerhalb unserer wunderschönen Heimat, beziehungsweise unseres Heimatkontinentes. Ihr wisst, was ich meine. Das Grün kennen wir. Pad Printed, habe ich euch gerade gesagt. Kobi hat normalerweise bei größeren Sets Bauabschnittssortierungen, hier bei kleineren nicht. Wir haben ja auch nur 195 Steinchen. Die 7 Tüten reißen wir auf und dann bauen wir drauf los. Erste Baustep immer farbig und dann alles, was gebaut wird, ist farbentsättigt. Pfeile weisen uns den Weg. Unten oder in Kästchen sehen wir immer, welche Steine wir wie oft brauchen. Hier haben wir Anlegehilfen und fertig sind wir dann nach ungefähr, ja Zeit weiß ich nicht, aber da sehen wir es, 28 Bausteps mit der Palme, 52 mit dem Fahrzeug, 25 und 26 mit dem Fass. Also wir haben hier ein kleines Set mit ziemlich viel drumherum. Landschaft finde ich ganz cool, wenn man Dioramen baut und gerade wenn man nur Kobi-Only baut, denke ich mal, kommt man um dieses Set hier nicht drum herum, alleine auch wegen der Palme. Dann haben wir hinten Teileübersicht und ein bisschen Werbung. Den Wirbelwind habe ich euch schon vorgestellt.
Den Jumbo habe ich nicht, aber einen anderen Sherman. Und hier noch zum Ausschneiden die Karte für das Tabletop Game. Da sehen wir alle Fakten rund um den Kübel auch nochmal. Und ja, auch hier den Torque 2 habe ich euch schon vorgestellt. Ist übrigens einer meiner Lieblingspanzer von Kobi. Findet ihr oben auf dem i. Aber jetzt genug gefaselt. Ihr bekommt jetzt nochmal ein paar Fakten zum Kübelwagen. Die sind auch schon ein Jahr alt, bzw. 2 Jahre alt, sind recycelt. Aber hey, wir alle sollen ein bisschen Umwelt sparen, beziehungsweise nicht die Umwelt sparen, sondern für die Umwelt sparen, ein bisschen was Gutes tun. Und warum nicht auch mal die Fakten recyceln? Denn die ändern sich bei diesem Fahrzeug ja nicht, denn es ist ja schon etwas älter. Und nachher bei den Detailfotos bekommt ihr nochmal neue Fakten. Also mir jetzt viel Spaß beim Bauen und euch viel Spaß bei den Fakten vom Blockstar vor 2 Jahren. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und Freunde, heute gibt es keine Fakten über den Kübel. Ich habe euch so schön erzählt eben gerade, dass es recycelte Fakten gibt, dass es Fakten gibt vom Sluban-Set, vom Sluban-Kübelwagen. Aber Freunde, ich habe nie einen Sluban-Kübelwagen gebaut. Ich habe von Sluban einen Schwimmkübelwagen gebaut. Den Typ 166. Hier spreche ich aber vom Typ 82. Ja, Grundstock ist das gleiche Fahrzeug, aber das eine hat hinten einen Propeller und schwimmt und hier baue ich eine Version vom deutschen Afrika-Korps. Da ist es mit Wasser nicht so weit hergeholt. Wir heben uns gerne die recycelten Fakten auf, aber viel wichtiger ist, ihr habt jetzt mal mitbekommen, live on tape, wie ich so ein Video mache. Ich suche mir das Set aus, wozu ich meistens immer einfach aus dem Bauch heraus entscheide, wo ich Bock drauf habe. Gerade möchte ich euch halt wirklich ein großes DAK-Kobi-Video machen und da fehlten mir halt noch ein paar Sets, zum Beispiel jetzt hier der Kübel, aber es kommen noch 1, 2 und dann machen wir ein riesengroßes DAK-Video, versprochen. Dann kommen wir zurück zum Video, also ich suche mir das Set raus, dann mache ich den Intro-Gag, der meistens auch aus dem Bauch herauskommt, dann kommt das Intro, dann wird der Karton besprochen, dann wird gebaut, dann machen wir Fotos, dann gibt es das Review und dann gibt es das Endfazit und den Abschluss. Und dann suche ich mir die Fakten raus. Die Fakten habe ich natürlich vorher schon im Kopf, aber hier habe ich halt echt gedacht, ich habe ja schon mal einen Kübel gebaut. Es liegt daran, dass der Schwimmkübel von Sluban auch Tennfarben ist. Das Set hier ist 2 Jahre alt und das Video vom Sluban Schwimmkübel ist auch 2 Jahre her. Ich bin in diesen 2 Jahren ich bin in diesen 2 Jahren älter und wohl etwas vergesslicher geworden. Ja, Freunde, jetzt habe ich quasi fast 2 Minuten hier euch schon erzählt, wie ich Videos mache und dass ich hier einen kleinen Fehler gemacht habe. Aber ich kann euch jetzt schon verraten, die Bauzeit von diesem Set beträgt 25 Minuten. Ich denke, da sind so ein paar Fakten rund um den Typ 82 auch gar nicht so richtig einzubauen. Die heben wir uns auf. Wir bauen bestimmt nochmal einen Kobi Typ 82. Es gab da ja auch ältere Versionen und so wie wir Kobi kennen, unsere heißgeliebten Klemmbausteine aus Polen, würde es auch nochmal einen Kübel geben. Ich werde euch trotzdem die Fakten, also hier mal als Beispiel die von Wikipedia, weil die sind schön kompakt, unten in die Videobeschreibung packen. Und wenn ich jetzt gleich wieder rede von, ja, schön recycelt und bla bla bla, dann lacht ihr euch einfach mit mir über mein Vergangenheits-Ich kaputt. Okay, so machen wir das. Freunde, jetzt viel Spaß beim Review zum Kobi Kübelwagen, nicht Schwimmkübel, zum Typ 82. Nach 25 Minuten steht unser Kübel mit der Palme und ganz wichtig, den Fässchen sowie den Soldaten hier auf meinem Bautisch. Wirklich nur 25 Minuten. Hat Spaß gemacht zu klemmen, aber das war jetzt hier wirklich ein Quickie. Ich muss gleich wirklich das nächste Set aufreißen, Freunde. Ohne Witz. Ja, aber kommen wir mal zum Set. Ganz grandios und weswegen ich es bauen wollte. Hier die Palme. Bisschen wackelig, aber das ist ja das Gute. Palmen sind so wirklich flexibel im Wind. Die Formteile hier als Gummi tun kein was weh. Bisschen sieht man hier auch noch, dass man es anderweitig verwenden könnte, weil hier ein Stab rauskommt zum Draufstecken. Und halt hier auch dieses Busch-Formteil und dieses Ten-Formteil hier unten, das kennen wir schon. Ich habe euch ja mal am 24. vor 2 Jahren so eine Winterhütte vorgestellt, da haben wir das Teil in Weiß dabei. Ja, also trotzdem ganz cool, meine erste Palme von Kobi. Wir haben sogar 2 Teile über, nämlich einmal hier das Aufbrickröhrchen, nenne ich es mal, für die Bügelperlen und hier so eine C-Clam, eine Round haben wir auch über.
Ganz grandios hier das bedruckte Typenschild mit den Namen des Sets und wir haben hier ganz cool unsere Figur mit der MP40, schön bedruckt. Natürlich hier sein Staubschutz und ganz grandios hier auf der Schulterpartie auch noch ein Badge bedruckt, also ein Aufnäher, auch richtig cool. Ja, Fass sind die üblichen Teile, die man so kennt. Also da muss man auch immer denken, okay, gut, das ist jetzt hier Kubi, aber ja, irgendwie sehen die alle immer gleich aus, egal ob von China kommend oder aus Polen. Aber Highlight ist ja hier unser Kübel, unser Typ 82, beziehungsweise unser Opa-Käfer, möchte ich mal sagen. Schön gelöst hier Baurichtungsumkehr, damit wir diese spitze Form bekommen, die wir kennen beim Kübel. Auch schön hier die bedruckten Studs für diese Nachtfahrscheinwerfer, für diese Tarnscheinwerfer. Auch besonders cool ist, dass wir halt hier diese Türen so konträr gegenseitig aufmachen können und dass wir hier diese 4 typischen Kubi-Sitze haben, wo wir zum Beispiel die Figuren aus dem Kubi-Set 2040 bis 2050, glaube ich, ist es, drauf packen können. Die 3 Männer vom Afrika-Korps. Habt ihr vielleicht auch hinten bei mir im Regal stehen sehen. Auch ganz cool die Persennik hier, die angedacht ist, das Verdeck und natürlich Highlight hier hinten ein bisschen unser Zweitaktmotor ist es ja, glaube ich, aus dem Hause, damals noch nicht, aber heute Volkswagen und von unten auch ganz cool hier alles glatt gemacht mit diesen flachen Fliesen. Und besonders toll finde ich diesen breiten Radstand, denn der kommt mir auch irgendwie so ikonisch vor beim Kübel. Das gefällt mir. Also wirklich ein schöner Snack, ein schöner Quickie, ja, ein Volksset, würde ich sagen. Also wirklich für 25 Minütchen hat man hier Spaß. Natürlich noch die Drucke hier, will ich gar nicht verhehlen, dass die einfach alle toll sind. Also ich muss echt sagen, ein schönes, kleines Kubi-Käferchen, auch wenn es kein Käfer ist. Seht mir nach, dass ich euch hier nicht mehr sagen kann, weil es einfach, ja, es ist jetzt kein Super-Set. Das ist auch vom Preis her okay. Es hat nicht lange gedauert. Natürlich hier die Kante und so und ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Details könnte man noch mehr reinmachen irgendwie, aber es ist genau das, was es sein soll. Der Typ 82 von Kubi. Lenkrad auch da drinnen noch, habe ich ganz vergessen. Ihr bekommt das Set jetzt gleich nochmal in Bewegtbilderchen, dann sage ich euch noch was dazu und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine Freunde. Hey Freunde, natürlich wie immer an dieser Stelle ein paar Detailfotos, wobei das diesmal keine Fotos sind, sondern Detailbilder, Bewegtbilder. Was haltet ihr davon, wenn ich euch in Zukunft das ein oder andere Set so auf diesem Turntable präsentiere? Ich habe es ja schon gemacht. Bei so kleinen Sets, finde ich, geht es ganz gut. Und auch bei Panzerchen, bei Flugzeugen müssen wir mal gucken. Und bei dem ein oder anderen Set, da möchte ich es einfach auch in der Hand halten. Denn ich habe gerne Kubi-Steine in der Hand. Freunde, natürlich auch wie immer an dieser Stelle der Hinweis, dass ihr Blockstar ein bisschen unterstützen könnt, indem ihr einfach unten in der Videobeschreibung auf die Links klickt. Dort findet ihr auch den Links zu dem Set zu meinen Kubi Partnershops, möchte ich mal behaupten, also zu Modbricks oder natürlich buildingbricks.de, wo es für euch ja sogar einen 15%igen Rabattcode, der, wen wundert es, Blockstar heißt, gibt. Also damit könnt ihr natürlich wie immer meinen Kanal unterstützen, dieses Projekt, damit ich mir noch mehr Kubi kaufen kann und euch noch mehr zeigen kann. Denn ich habe es schon ein bisschen angeteasert am Anfang, ich möchte ein großes beiges Video machen. Und ein einziges Set fehlt mir noch. Aber was das ist, naja, könnt ihr mal auf dem Kanal gucken. Würde mich generell freuen, wenn ihr vielleicht das ein oder andere Video mal in eurem Bekanntenkreis teilt, so vielleicht auch ein bisschen Kubi unter die Leute bringt, versteckt mit meinen Fakten. Das klappt ab und zu. Freunde, vielen lieben Dank bis dahin und jetzt noch ein paar letzte Worte. Ja, Freunde, im wahrsten Sinne des Wortes so schnell vorbei wie ein Wüstensturm. Hier unser Kubi-Kübel, unsere 2402. Ich bin ein großer VW-Fan. Ich verdiene auch mein Leben lang schon Geld im Umgang mit Volkswagen, sagen wir es einmal so. Und deswegen war das hier wieder mal eine Herzensangelegenheit. Auch weil ich neulich von Sluban den Kübel verschenkt habe bei meinem 5000 Abonnenten-Special. Und deswegen auch, bitte seht es mir nach, dass ich die Fakten hier recycelt habe. Aber sie waren ja gut, wenn auch tonqualitätstechnisch etwas anders, als wie wir das vielleicht heute hier beim Blockstar gewöhnt sind. Aber
sie bleiben die gleichen und ich finde, auch der Vergangenheits-Blockstar lohnt sich, gehört zu werden, oder? Freunde, schreibt mir eure Meinung wie immer zu dem Set und natürlich auch zu meinen Videos, zu meiner Performance unten in die Kommentare. Und wenn ihr gerade dabei seid, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lässt, einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Vielleicht abonniert ihr auch den Kanal, denn Support ist kein Mord und ein Abo ist bei mir wie alles hier auf dem Kanal kostenlos. Und wenn ihr schon abonniert habt, drückt ihr vielleicht die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn der Blockstar ein neues Video aufgenommen hat. Und das werde ich nämlich gleich hier nach wieder machen. Ich schneide euch jetzt das nächste Video. Schreibt mir eure Meinung zum deutschen Afrika-Korps von Kobi unten in die Kommentarsektion, denn ohne Witz, das lohnt sich. Ich arbeite hier an einem sehr großen Video. In diesem Sinne, Freunde, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.